Hallo, ich bin Justin und in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr euren Notebook-Akku tauscht, sowie auch die Unterschiede zwischen älteren und neueren Akkus. Außerdem geben wir euch hilfreiche Tipps und zeigen euch, wie ihr den passenden Akku für euer Notebook findet. Bevor wir mit dem Video beginnen, will ich euch ein bisschen die Angst nehmen, weil der Akkutausch auch von Anfängern durchgeführt werden kann. Grundsätzlich gibt es zwei Akkutypen. Einmal bei älteren Notebooks gibt es einen runderen Akku, den kann man auch von außen tauschen. Bei neueren Akkus gibt es einen internen Lithium-Ionen-Akku. Diese Akkus sind immer flach und dazu muss man auch das Notebook aufschrauben, um diese zu tauschen. Ältere Akkus haben 18.650 Rundzellen, was auch die Form erklärt. Ihr könnt hier unter diesem Gehäuse erkennen, wie diese Zellen aussehen. Neuere Akkus beinhalten in der Regel eine Lithium-Ionen- oder eine Lithium-Polymer-Zelle. Ein Lithium-Ionen-Akku besteht grob gesagt aus zwei Hälften. Eine Hälfte positiv, die andere negativ. Zwischen diesen können sich die Lithium-Ionen hin und her bewegen. Wird der Akku entladen, gibt die negative Hälfte Elektronen an die positive Hälfte ab, was dazu führt, dass die Lithium-Ionen von der negativen Seite auf die positive Seite verschoben werden. Bei diesem chemischen Prozess kann es sein, dass gewisse Gase entstehen, was dazu führt, dass der Akku aufbläht. Wir haben hier mal ein paar defekte Akkus für euch mitgebracht. Diese aufgeblähten Akkus können im schlimmsten Fall einen Schaden an eurem Gehäuse oder dem Touchpad anrichten. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich das Problem frühzeitig erkennen und dagegen vorgehen? Hier helfen viele Hersteller mit einem Battery Health Check, wie dieser von HP. Informiert euch am besten, ob euer Notebook-Hersteller so ein Tool anbietet. Der große Vorteil von sowas ist, dass man Probleme frühzeitig erkennt und damit Schäden vorbeugt. Ein weiterer Grund, den Akku zu wechseln, wäre, wenn die Akkukapazität über den Lebenszyklus abgenommen hat. Die Faustregel hier ist, dass man ab einer Akkukapazität von 80% den Akkuwechsel in Betracht ziehen sollte. Es gibt viele Tools, bei denen man die Akkukapazität auslesen kann. Bei manchen Herstellern ist es auch nativ möglich. Wenn ihr in die Situation kommt, euren Akku zu tauschen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr besorgt euch einen originalen Akku oder einen Nachbauakku. Nachbauakkus sind eventuell minimal leistungsstärker und günstiger im Preis. Dafür ist die Qualität bei eurem Originalersatzakku gewährleistet, sowie auch die Kompatibilität. Aus unserer Notebook-Werkstatt können wir berichten, dass Nachbauakkus häufiger aufblähen. Unsere Empfehlung lautet wie folgt: Wenn ihr den originalen Ersatzakku noch beziehen könnt, würden wir diesen nehmen. Falls dieser Akku aber End of Life sein sollte, ist der Nachbauakku auch eine solide Alternative. Eine weitere Frage, die wir öfters von unseren Kunden gestellt bekommen: Ist das Produktionsdatum relevant für die Qualität und die Lebensdauer? Nein, wenn die Akkus fachgerecht gelagert werden und sie unbenutzt sind, gibt es keine Probleme. Außerdem steht das Datum nicht immer auf dem Akku. Die Ausnahme ist, wenn der Akku aufgrund seines Alters tiefenentladen ist. Dann den Akku über Nacht im ausgeschalteten Notebook laden und am nächsten Morgen sollte er wieder funktionieren. Um jetzt noch den passenden Akku für dein Notebook zu finden, kannst du gerne unsere Herstellernavigation in unserem Online-Shop benutzen. Hier einfach Schritt für Schritt dein Notebook-Modell angeben und schon werden die passenden Akkus für dein Notebook angezeigt. Die zweite Möglichkeit ist, anhand der Ersatzteilnummer den Akku zu suchen. Diese Nummer findet ihr auf dem Label eures alten Akkus. Dann sucht ihr einfach nach dieser Ersatzteilnummer und ihr findet direkt den passenden Original-Ersatzakku. Bei älteren Akkus ist der Ausbau relativ schnell. Man nimmt hier die zwei Sicherungen und drückt den Akku nach vorne und somit hat man schon den Akku ausgebaut. Und den Ersatzakku steckt man ganz einfach wieder rein. Bei dem neuen Notebook müsst ihr die ganze Bodenplatte abnehmen. Dazu entfernt ihr erstmal die Schrauben
Somit haben wir die Bodenplatte auch schon abgenommen. Jetzt gehen wir rüber und demontieren erstmal den kleineren Akku. Der ist mit 2 Schrauben befestigt. Die Schraube, wo ich jetzt hier gerade rausgenommen habe, und mit dieser Schraube. Wenn wir die 2 Schrauben entfernt haben, können wir den Akku ganz leicht aus der Befestigung nehmen. Und somit haben wir ihn schon hier. Dann nehmen wir jetzt noch den Ersatzakku zur Hand und drücken ihn wieder in die Verriegelung rein. Nehmen wieder die 2 Schrauben, befestigen die an den beiden Punkten, wo wir es gerade entfernt haben. So, dann nehmen wir wieder die Bodenplatte zur Hand, legen sie drauf und drücken sie leicht fest. Wenn euch diese kurze allgemeine Anleitung und das Öffnen eures Geräts nicht ausreicht, dann haben wir euch hier mal unsere Playlist, mein Laptop von innen verlinkt, in der wir für zahlreiche Notebook-Modelle diesen Prozess genau erklären. Wenn ihr euch den Akkutausch selber nicht zutraut, könnt ihr gerne eine Reparaturanmeldung uns zuschicken und dann machen wir das für euch. Wir haben euch in der Infokarte sowie auch in der Videobeschreibung ein Video verlinkt, bei dem es um die richtige Nutzung des Akkus geht, sowie den Verschleiß zu minimieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.